Mein Name ist Christoph Külz. Ich bin Professor für Hydrologie und internationale Wasserwirtschaft hier im Fachbereich Bauwesen. Und ich möchte Ihnen mein Labor vorstellen. Im Labor für Hydrologie machen wir Untersuchungen zur Wasserqualität und zur Wassermenge. Wir sind gut ausgestattet mit Geräten, um festzustellen, wie viel Nitrat sich zum Beispiel im Grundwasser befindet oder wie viel Wasser die Trave oder Wakenitz hinunterfließt. In dem Labor für Hydrologie machen wir Forschung zu Umweltisotopen, Wasserisotopen, Kohlenstoffisotopen. Wir können Wasseruntersuchungen durchführen und als ein Highlight machen wir Traceruntersuchungen, mit denen wir Wassermengen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wasser bestimmen können. Das hier ist ein Tracer, Natriumfluorescein. Mit diesem Stoff können wir sichtbar machen, wie Wasser fließt. Das ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der angeregt wird durch eine Diode und dessen Spektrum wir messen können. Damit können wir auch kleinste Mengen dieses Stoffes im Wasser noch nachweisen. Das ist sehr hilfreich und nützlich bei Untersuchungen für die Ausbreitung von Schadstoffen, zum Beispiel von Deponien oder in Flüssen. Das Herzstück unseres Labors ist ein Diodenlaserspektrometer. Mit diesem modernen Gerät können wir Wasserisotope untersuchen. Wir können an kleinsten Mengen, ausreichend ist 1 Mikroliter, dem Wasser ansehen, wie alt es ist und woher es kommt. Wir nutzen diese Instrumente für Forschungsprojekte, vor allem in Europa, zum Beispiel im Mittelmeerraum, wo wir die Ursachen der Meerwasserversalzung untersuchen oder die Grundwasserneubildung. So, ich darf Sie jetzt begrüßen hier im Wasserbaulabor der Technischen Hochschule Lübeck. Im Wasserbau behandeln wir eigentlich immer die klassischen Dinge wie Wasserbauwerke, den naturnahen Wasserbau. Wir schauen auf Talsperrensysteme, betrachten den Hochwasserschutz, aber auch Wasserkraftanlagen bis hin zu Fischaufstiegsanlagen. Klassischerweise ist es immer so, dass wir hergehen und skalierte Modellversuche hier laufen lassen, mit denen wir im kleinen Maßstab versuchen, die Dinge der Natur wiederzuspiegeln und abzubilden, das Ganze nach bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeiten dann hochtransferieren auf den Naturmaßstab, um so dann bestimmte Untersuchungen machen zu können. Wir gehen aber auch immer raus ins Feld, das heißt in der Natur, da sind wir zu Hause, wir gehen aufs Gewässer, haben Messpraktika, wo wir mit Studierenden rausgehen und hier die Gewässer befahren. Dazu nehmen wir dann immer unsere Messboote mit, hier zum Beispiel ein ADCP-Messboot, das steht für Acoustic Doppler Current Profiler, mit dem wir es schaffen, Fließgeschwindigkeiten hoch aufgelöst, flächendeckend in einem Gewässer aufzuzeichnen und gleichzeitig auch die Tiefe des Gewässers zu bestimmen. Das Besondere hieran ist, es ist auch noch ein ferngesteuertes Boot, sodass man auch noch an Ecken herankommt, wo man vielleicht mit dem Bötchen nicht mehr hinkommen könnte. Und das sind eigentlich immer sehr gern gesehene Module bei den Studierenden, die wir jetzt hier im Wassermaster, der im Wintersemester 2020/21 ja starten wird, dann insbesondere im ganz vertieften Bereich einfließen lassen werden, um eben die Messtechnik und alles, was wir haben, dort zu vermitteln und die ganzen Dinge zu zeigen, was wir so können. Das Labor für Siedlungswasserwirtschaft betreibt auf dem Gelände der kommunalen Kläranlage Rheinfeld die Versuchs- und Ausbildungskläranlage, kurz VAK, die im Jahr 2007 in Betrieb genommen wurde. Hierbei handelt es sich um eine Anlage im halbtechnischen Maßstab, die mit mechanisch vorgereinigtem Rohabwasser der Stadt Rheinfeld beschickt wird. Es können stündlich bis zu 2 Kubikmeter Abwasser behandelt werden. Das entspricht einer Anschlussgröße von etwa 100 Einwohnerwerten. Im Normalfall wird sie nach dem Belebtschlammverfahren mit vorgeschalteter Denitrifikation betrieben. Sie dient zur Entprobung von neuartigen Technologien, die zum Beispiel eine effizientere Abwasserreinigung oder einen verbesserten Rückhalt von Arzneistoffen ermöglichen. Die VAK ist mit einer modernen Mess- und Regeltechnik ausgestattet. Da sie modular aufgebaut ist, ist sie ein wichtiger Baustein für die Durchführung von studentischen Projekt- und Abschlussarbeiten sowie von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Wir betreiben an der TH Lübeck ein Messfeld, das wir für Forschung und Lehre benutzen. In den Vorlesungen zur Hydrologie und Wasserwirtschaft, zum Wasser,
demonstrieren wir Ihnen hier direkt, wie Sie Verdunstung messen können, wie Sie moderne Messungen meteorologischer Parameter durchführen können. Wir betreiben unsere eigene Klimastation mit Messung aller meteorologischen Parameter und wir messen sogar die Isotopenzusammensetzung im Niederschlag. Dieses Messfeld ist eng integriert in die Lehre. Das heißt, wir werden Sie in der Vorlesung auch mal bitten, hierher zu gehen. Sie können direkt mit Daten arbeiten, die wir selber erhoben haben, bald sogar vom selben Tag.